Jetzt, wo wieder die Herbstzeit kommt, brauchen wir wieder mal ein bisschen was zum Knabbern, so auf dem Sofa mit einer Kuscheldecke und ein Kätzchen, Gläschen Tee oder ein Tässchen. Mandelecken oder Nussecken kennt ihr doch alle vom Bäcker und die liebe ich ja, ne? Und später kommt noch jemand zum Probieren und für den Mürbteig hauen wir uns erstmal die Butter ins Mehl. Noch ein Puderzucker dazu, Prisele Salz und 2 Eier. Und jetzt alles schön verrühren. Guck, wenn es immer noch so ein bisschen bappt, gell? Nehmen wir einfach noch so ein Prisele Mehl dazu. So, guck mal, genau so muss er sein. Der bappt nimmer, lässt sich jetzt hier schön zusammenschieben. Das ist ein richtig toller Mürbeteig, kann ich das sagen. Jetzt brauche ich ein Backpapier, ne? Das habe ich dahinter schon mal vorbereitet, ne? In meine kleine Küche hier muss ich mir mal ein bisschen Platz verschaffen, weil das tun wir uns jetzt erst einmal hier drauf ausrollen. Ausrollen! Was ist das wieder für ein Wort, Joanna? Ausrollen natürlich. So, jetzt nehme ich wieder nicht die Griffe. Halt mich einfach immer nicht an die Regeln. Aber ich mache das halt so. Was rutscht auch immer da hin und her. Mensch, hat irgendjemand von euch einen Tipp, wie das vielleicht geht? Weil das Backpapier rutscht natürlich, weil es ja glatt war. Ja, soll ja nicht dran festbabbeln, ne? Also ich wüsste jetzt nicht. Könnt ihr vielleicht doppelseitiges Klebeband oder so dran machen. So, bloß noch so ein bisschen Mehl mal drüber, dass das Nudelholz nicht festbabbel bleibt. Ich habe ja auch für die filigrane Arbeit hier so mein kleines Röllchen. Ne? Das habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Damit geht es auch. Und da fasse ich einfach auf die Rolle, weil das hat keine Griffe. So, jetzt haben wir das hier ausgerollt. Einmal 40, fast 30. Genau so muss es sein. Einmalig hier. Ist immer super, wenn man einen Mann hat, der eine Werkstatt hat, man oben Maßband. Ne? Das brauchen wir jetzt nimmer, aber mein Backtablett, weil da tun wir jetzt nämlich den Teig einfach mal rauf platzieren. So, noch ein bisschen hier begradigen, ne? Weil so ganz eckig ist es ja noch nicht, ne? Machen wir ja später beim Schneiden nicht, dass runde Nussecke werden, ne? Und jetzt biegen wir das Ganze so ein bisschen mit der Gabel ein. Das ist ja so ähnlich wie beim Zuckerkuchen von Omas Rezept. Habt das Video schon gesehen aus dem alten Backbuch, das vorletzte. Müsst ihr mal gucken. Mensch, jetzt habe ich mich verbixt vor lauter Gucke. Das macht immer am meisten Spaß, finde ich. Und jetzt schmieren wir mal ordentlich ein paar Löffelchen Aprikosenmarmelade drauf. Mensch, wenn das draußen langsam anfängt, Herbst zu werden und kalt wird, habe ich so richtig Lust, Plätzchen zu backen. Geht's euch auch so? Habt ihr etwa schon mal welche gemacht? Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Das ist auch was für mich, mag ich unwahrscheinlich gern. Und ich freue mich dieses Jahr mit euch zusammen Plätzchen zu backen. Und das sind natürlich heute wieder so schnellen Mandelecken, darum müssen wir ganz schnell den Ofen noch vorheizen. Und jetzt geht's dann auch schon gleich weiter an den Top. Da brauchen wir jetzt einmal eine Butter, ein bisschen Zucker und einen Honig. Und das müssen wir jetzt dann schön auflösen. Oh, der Ofen ist schon wieder fertig. Schau mal schnell rein, wie das so ein bisschen aufblubbelt. Brauchen wir so ein paar Minuten, ne? Und dann schütten wir unser lecker Mandelblättchen mit dazu. Bisschen runterdrehen wieder, dass da nichts verbrennt. Und noch ein paar gehackte Mandeln. Herrlich, kann ich das sagen. Das ist gar nicht so schwer. Ich habe auch immer gedacht, Mandelecken, Nussecken, nee, kaufe ich lieber. Nee, musste gar nicht. Schau mal, wie schnell das geht. Und jetzt tun wir dann die Zuckermandelleckerei da drauf verteilen. Und jetzt geht's dann natürlich ab in den Ofen. Da wieder heute gebacken, der Joanna. Mensch, das sind das Nussecken, die vertrage ich ja nicht. Nee, das sind Mandelecken, hat sie gesagt, muss ich unbedingt probieren. Mensch, die Joanna, so. Die sind super. Tschüssi.